Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute gibt es wieder ein Unboxing und was in dieser Schachtel alles so drinnen ist und was diesen Bausatz ausmacht, seht ihr im kommenden Video. Also, bis dann! So, wie ihr seht, habe ich da einen Tamiya-Bausatz vor mir liegen, den Lotus Ford 102D aus der Saison 1992. Damals waren die Formel 1 Autos ein bisschen brachialer gebaut wie heute. Ja, weniger Flügel, dafür rohere Gewalt. Sie waren relativ leicht, auch diese Autos. Und ja, haben einen ziemlichen Krawall gemacht damit die Motoren. Diesen Bausatz gibt es in zwei Versionen. Ja, da sieht man es. Einmal Häkkinen, einmal Herbert. Was mit dem auf sich hat, das seht ihr dann, wenn ich die Schachtel aufmache. Das ist nämlich ein kleines Goodie. Und ja, dann fangen wir doch mal an. Machen wir den Deckel weg. Noch zum dazu sagen, dieser Bausatz ist in 1:20 gehalten, wie Tamiya generell die Formel 1 Autos hat. Finde ich jetzt wirklich ein super Maßstab. Er ist ja nicht mit den Zivilautos kompatibel, logischerweise. Aber für die Details und so ist es genau richtig. Wer noch feinere Details reinarbeiten will, es gibt ja auch 1:12 Formel 1 Autos, da kann man sich dann austoben, aber man kann auch da schon sehr viel reinpacken, wenn man will. So, da haben wir mal die Bauanleitung. Die ist Tamiya typisch, in Japanisch, Deutsch, Englisch und Französisch ausgeführt und ist, wie ihr seht, in Schwarz-Weiß. Ist natürlich auch, weil der Bausatz auch schon älter ist. Bei einem Tamiya-Bausatz ist immer so, man hat da oben immer das Werkzeug, was man braucht, dann die Farbangaben mit den Herstellerkennzeichnungen und diese finden sich dann auch in den einzelnen Bauschritten wieder. Da hat man immer Teilebezeichnung und welche Farbe da drauf gehört. Die Bauanleitung selber ist so Leporello-mäßig aufgebaut und gliedert sich in 16 Abschnitten, die dann zum fertigen Modell führen. Wer das Auto kennt, der weiß, das ist nicht einfarbig. Es hat insgesamt eine hellgelbe Grundierung in dem Sinn, dann dunkelgelbe Elemente, hellgrüne, dunkelgrüne, Entschuldigung, und schwarze Elemente. Was Tamiya bei diesem Bausatz macht, ist so, man lackiert das Modell in der hellgelben Farbe, also in der Basikfarbe, und gibt dann die Decals drauf. Wie ihr das schön sehen könnt, habe ich da die dunkelgelben Elemente, da schwarz, hellgrün und da dunkelgrün, da sieht man es besser, wird dann einfach nur aufgetragen. Wie gut das funktioniert, weiß ich leider noch nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht und habe da so meine Zweifel. Da muss man aber dazu sagen, es gibt von Drittherstellern oder von einem Dritthersteller, namentlich genannt Zero Paints, der hat ein Farbset, wo hellgelb, das dunkelgelb, schwarz, hellgrün, dunkelgrün dabei sind. Das heißt, man lackiert dann diese ganzen Sachen alles für sich alleine. Was natürlich ziemlich gute Abklebeskills von einem verlangt. Braucht man da natürlich nicht. Aber eben, ob das dann gut kommt und faltenfrei sich aufbringen lässt, das sei mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall der Deckelbogen. Wie ihr seht, der Bausatz ist etwas älter. Die Decals haben leider schon einen leichten Gilb, aber den werde ich schon, wenn ich das dann baue, irgendwann einmal entfernen. Dann haben wir da natürlich nur für die Nummern und ja, wieder mal so schöne, tolle Ringe für die Felgen. Wer mein Jordan Baubericht kennt, Teil 9, ich verlinke den mal da oben,
der weiß, dass das ziemlich gaga ist. Aber naja. So, da haben wir auch schon das Goodie. Eigentlich sitzt das da so seitlich drinnen, aber der Bausatz war auch schon, also den habe ich gebraucht gekauft, nicht neu, weil neu kriegt man den praktisch nicht mehr. Den habe ich auf dem Flohmarkt ersteigert und ich war froh, dass der noch komplett war. Ja, so viel zu dem. Dann hat man dann da, eben, das ist jetzt dieses Goodie, wenn ich es schon wieder sage, da hat man schon eine bemalte Fahrerfigur drinnen. Hopp, der spiegelt ein bisschen da. Und ich zoome mal ein bisschen rein. In diesem Fall ist es der Mika Häkkinen. Der sitzt da so schön am Steuer. Jetzt ist das Licht wieder weg. Das ist ein bisschen eklig da mit der Spiegelung. So, jetzt ist gut. Der sitzt da so schön am Steuer mit seinem typischen weiß-blauen Helm. Und dann haben wir noch die Reifen. Die sind schon auf der Felge drauf und schon vorgedruckt. Ihr seht, der Druck ist da relativ sauber ausgeführt, also es schaut gut aus. Da kann man dann einfach nur ein bisschen schleifen und verschmutzen. Aber im Großen und Ganzen sind die Felgen sehr schön gemacht, auch schon in der richtigen Farbe und die Reifen auch. Das ist nett. So. Dann kommen wir mal weiter zu den Gießästen. Die sind schon in den Grundfarben vorgespritzt. Also wir haben da gelb und schwarz. Da sind auch nochmal die Felgen separat drauf, wenn man es denn noch braucht. Aber ja, so ein Felgensatz auf Reserve haben ist auch nie schlecht. Da ist dann der Body. Ihr seht, man hat da hinten die Motorabdeckung ist separat, das heißt man kann, wenn man will, den Motor detaillieren und den Deckel dann halt beiseite legen oder Werkstattdiorama machen, je nachdem. Da haben wir noch ein paar Nummern dabei. Und dann da mit Unterboden und der Motor. Wenn ich mir den Guss so anschaue, ist der ja herstellertypisch sehr, sehr fein, obwohl das ja wirklich ein älterer Bausatz ja ist. Das einzige, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video sehen könnt, ist beim Sitz, da sind die Gurte angegossen. Ja, das muss nichts Schlechtes bedeuten. Ich habe schon mal ein Modell gebaut, wo die Gurte angegossen waren. Und zwar ist das der Lotus 99T vom Ayrton Senna. Und da habe ich die einfach ausgemalt und das schaut relativ cool aus. Also da haben auch schon Leute gesagt, aus der Distanz merkt man das gar nicht. Wenn man natürlich will, dass man das feiner macht, dann kann man das rausschleifen, aber das ist ja eine ziemliche Wildwestarbeit, sage ich mal. Aber das ist ja jedem selber überlassen, wenn man sowas hat. Da ist dann noch ein kleines Säckchen auftaucht, da haben wir dann noch Schrauben drin für die Reifen zum Anschrauben. Ja, das ist dieser Bausatz vom Lotus 102D. Relativ sauber ausgeführt das Ganze. Da mit der Fahrerfigur. Eben wenn man jetzt die Herbert-Version hätte, dann wäre halt da der Johnny Herbert drinnen. Logischerweise. Den kriegt man, wie gesagt, ich habe ihn auf dem Flohmarkt gefunden. Gibt ihn aber auch sicher im Internet auf diversen Auktionsplattformen. Wer Lotus-Modelle sammelt, für den ist der sicher ein Muss. So wie bei mir. Und ja, lassen wir Social Media übergreifend. Ist ganz witzig. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Modellbauen, eine gute Zeit. Tschüss!